Eines Nachmittags, als ich auf der Veranda malte, stand plötzlich einer der Bauleiter hinter dem Fliegengitter. Und als ich sein ernstes Gesicht sah, wusste ich sofort, dass was ganz Schlimmes passiert ist. Frank war verhaftet worden. Er hatte angeblich von einem Schiff eine Kiste Whisky mitgenommen. Ich kriegte eine Gänsehaut. Denn im Laufe der Zeit hatte ich viel über die entsetzlichen Haftbedingungen, die in Saudi-Arabien im Gefängnis herrschen, erfahren. Und letztendlich stand auf Alkoholschmuggel die Todesstrafe. Ich versuchte mich irgendwie zu beruhigen, denn ich war davon überzeugt, dass es sich nur um einen Irrtum handeln konnte. Frank war doch viel zu klug, um so etwas zu machen. Wie ein Lauffeuer drehte Franks Festnahme die Runde im Camp. Ich erfuhr, dass mehrere mit Maschinengewehren bewaffnete Männer Franks Büro umstellt hatten, um ihn danach in Handschellen abzuführen. Das Warten begann. Ich wartete und wartete, und die Zeit verging, während Tina und ein paar andere Frauen mir Beistand leisteten. Geschichten machten die Runde. Einige hatten schon Ähnliches erlebt. Die Zeit verging, aber keine Nachricht von Frank. Mir ging alles Mögliche durch den Kopf. Was mache ich denn, wenn der nicht zurückkommt? Als es anfing dunkel zu werden, waren meine Nerven zum Zerreißen gespannt. Und als schließlich die Verandatür quietschte und Frank mich in die Arme nahm, flossen die Tränen. Tina schmierte Brote, Bier und Wein wurde auf den Tisch gestellt. Andere Campbewohner kamen hinzu. Und während Frank berichtete, hingen wir alle gebannt an seinen Lippen. Was für ein Glück, dass ich so ein gutes Verhältnis zu dem Chef der Coast Guard habe, erklärte er. Denn Abdulaziz war von Anfang an von meiner Unschuld überzeugt. Nachdem ich stundenlang verhört worden war, verhaftete er noch andere Männer, die auch im Hafen arbeiteten, und fand schließlich den Schuldigen, einen deutschen Kollegen. Er war dabei beobachtet worden, wie er den Schnaps in seinem Auto verstaute. Er ist sofort ins Zentralgefängnis nach Al-Khobar gebracht worden. Sie haben ihn mit Stockhieben auf die Fußsohlen zum Reden gebracht. Obwohl ich froh war, dass Frank frei war, tat mir der Mann unsagbar leid. Aber ein besonders großes Mitleid empfand ich für seine Frau, die eine 8-jährige Tochter hatte und hochschwanger war. Mit verhärmtem Gesicht, die Lippen fest aufeinander gepresst, sah ich sie die nächsten Wochen durch das Camp laufen. Kurz darauf erlitt sie eine Frühgeburt. Das Kind kam in einem saudischen Hospital zur Welt, aber es überlebte. Ihr Mann wurde erst ein Vierteljahr später aus der Haft entlassen. Als er zurückkam, erkannte ich ihn kaum wieder. Der einst so große, stattliche Mann war völlig abgemagert und tiefe Falten hatten sich in sein Gesicht eingegraben. Nach der Haftentlassung wurde die Familie sofort des Landes verwiesen und als blacklisted geführt. Nie wieder durften sie nach Saudi-Arabien einreisen. Damals ahnten wir nicht, dass sich unsere Wege noch einmal kreuzen würden. Meine lieben Zuhörer, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Interesse an meiner Geschichte. Und es freut mich sehr, dass euch auch die Gedichte gefallen, die ich euch vorlese. Ich finde es nämlich so wichtig, dass diese Literatur nicht in Vergessenheit gerät. Es gibt noch so viel, was ich euch unbedingt erzählen muss. Und es bleibt spannend, versprochen. Also bitte weiter abonnieren und liken.